Ihr habt ja nun schon einiges über mich und mein Leben als digitale Nomadin erfahren. Aber ich möchte mit diesen Videos nicht nur meine Erfahrungen mit euch teilen, sondern euch vor allem zeigen, dass dieser Lebensstil gar nicht so abwegig und verrückt ist, wie die meisten denken. Und deshalb habe ich euch heute ein Interview mit jemandem vorbereitet, der mich über die letzten Monate unglaublich inspiriert hat. Und das nicht nur, weil sie ebenfalls digitale Nomadin ist und nebenbei noch ihr kleines Unternehmen führt, sondern weil dieser Lebensstil für sie noch eine viel größere Umstellung war als für mich. Jetzt hätte ich Jody natürlich auch einfach in mein kleines Studio hier einladen können, aber da wir beide digitale Nomaden sind und unsere Leidenschaft fürs Reisen teilen, findet dieses Interview heute im Freien statt. Los geht's! Das ist Jody und einige von euch kennen Jody vielleicht schon. Für diejenigen, die sie noch nicht kennen und auch ihren Kanal noch nicht kennen, ich linke auf jeden Fall nochmal ihren Kanal hier oben in der Ecke. Und ja, ich würde sagen, die Jungs sind da hinten irgendwo am Film und ich habe euch ja schon ein bisschen erzählt, warum ich dieses Interview mache und warum ich mir ausgerechnet Jody ausgesucht habe. Und deshalb fangen wir jetzt erstmal an. Bist du bereit für die erste Frage? Ja. Also, wie lange bist du schon digitale Nomadin? I have been living nomadically for almost a year now. I set off in October 2017. It's September 2018 right now. So yeah, I'm coming up to my 1 year anniversary of living as a digital nomad. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was hast du vorher gemacht und warum hast du dich dafür entschieden, dein altes Leben aufzugeben und das digitale Nomadenleben anzufangen? Before I became a digital nomad, I had a normal job, a regular job in London. I lived in London for a few years, working at media agencies, doing digital marketing, which is still what I do now as a digital nomad. I decided to take that skill on the road, to try and live a life with more freedom, with more flexibility and to follow what I love doing most, which is travel. Ja, und das ist unglaublich klasse. Wie ich auch schon vorher angedeutet hatte, was mich an Jodys Story so inspiriert hat, ist, dass ihr Leben vorher wirklich komplett einer Routine gefolgt ist und sie das alles aufgegeben hat. Was gefällt dir am allerbesten am digitalen Nomadenleben? That is a difficult question. There's a lot I love about this life. There's a few things I don't love about this life, but yeah, there's a lot I love. Obviously that I get to travel and do what I love most, but also that I'm just completely in control of my own life. If I want to do better or earn more, then I work for it and I can see the reward instantly, pretty much. I don't have to go through someone else's schedule, someone else's routine, someone else's rules. Everything I do is kind of up to me, and yes, that's stressful, but I absolutely love living like that. Ja, ich stimme der Jody auf jeden Fall zu. Also der digitale Nomaden-Lebensstil ist etwas sehr Besonderes und kann auch manchmal wirklich herausfordernd sein, was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Was glaubst du, ist die größte Herausforderung im Leben als digitale Nomadin? That is a good question. I think the digital nomad lifestyle can look so good, so ideal, so dreamy when you see it on the internet and you see it on camera, and it is great. I love it. I wouldn't have it any other way, but it is not easy. This is not an easy lifestyle to carve out for yourself. It's not easy to sustain, and I think actually the biggest challenge of all isn't to do with work or money or travel. It's actually to do with staying healthy, staying fit, staying mentally well. Looking after your well-being is really hard when you're not in one place, you don't have a close support network around you all the time. It's why it's important to meet other people. It's why we like to hang out and talk about our lifestyle. It's really important to find that. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch schon in einigen anderen Videos drüber geredet. Der Punkt, dass man fit bleibt und aktiv bleibt, während man diesen Lebensstil führt, ist nicht ganz
unerheblich und auch nicht ganz einfach. Ich zum Beispiel versuche jeden Tag eine kleine Workout-Routine einzubauen oder halt auch eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft zu finden, wenn wir in einem Ort für länger sind. Aber das ist nicht Thema dieses Videos. Wie Jody auch schon gesagt hat, gibt es so einige Herausforderungen an diesem Lebensstil und eine davon wäre, an den unglaublichsten Orten seinen Laptop aufzuschlagen und dort zu arbeiten. Meine nächste Frage wäre, was ist der ungewöhnlichste Ort, an dem Jody je ihren Laptop aufgeklappt hat? We were talking about this the other day, and I really struggled to think of somewhere weird because everywhere we work is kind of unusual, and I think you almost get used to it. But I'm so used to working in hotel rooms, on boats, in cars, on buses, in airport lounges. I don't really think anything of it anymore, but I guess that is kind of strange now that I think about it. And when we started talking about it, I kind of realized that. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich eine Situation nennen müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, im Auto in Georgien mit Brandon am Steuer und wir sind die steilsten Hügel rauf und runter. Das Auto hat konstant geruckelt und gezuckelt und wir sind am Abgrund lang gefahren und Jody und ich saßen hinten im Rücksitz und haben halt an unseren Laptops gearbeitet. Also das war so eine dieser Situationen, die mir da gleich einfallen. Ja, dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Der Top-Geheimtipp für jemanden, der mit dem Gedanken spielt, sich selbst nomadisch zu machen, selbst digitaler Nomade zu werden. I think my number one tip goes back to what I was saying earlier about it's really important to find a support network. It's really important to surround yourself with other people who understand what you're doing because there's a good chance your friends and family back home won't. It's so important to find that network, and the best place I've found to do that is Facebook. There are loads of Facebook groups. Every time I move to a new destination, I type in digital nomad plus the destination that I'm going to, and there is nearly always a group. So I'm moving to Cape Town next week and I've just joined the Cape Town Digital Nomad group, and it's really, there's quite a lot of people in there and I'm amazed at how many people you can connect with online. And it's just great, you always meet people you can meet up in real life or just help each other online, and it makes such a difference. Auf jeden Fall. Und man kann in diesen Gruppen auch wirklich alle möglichen Fragen posten. Es gibt keine dummen Fragen und die meisten Leute sind wirklich super hilfreich und helfen dir super gerne. Von daher, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Facebook-Gruppen oder sowieso Social-Media-Gruppen auf jeden Fall. Ja, damit wären wir schon am Ende angelangt. Das waren meine Fragen. Wenn ihr noch Fragen an mich oder an Jody habt, dann könnt ihr die gerne unter dieses Video kommentieren. Vergesst nicht auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren und Jodys Kanal zu abonnieren und euch ihre Videos anzuschauen und natürlich den Like-Button zu klicken, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!